willkommen zu meinem zweiten Video. Und heute approximieren wir wieder Pi, so wie beim ersten Video, aber heute machen wir das über den Flächeninhalt und nicht über den Kreisbogen. So, fangen wir an. Nehmen wir wieder den Einheitskreis her. So, zeichnen wir einen Winkel ein. Sagen wir nehmen hier 45 Grad erstmal. Nennen wir den Winkel Alpha, wie letztes Mal auch. Alpha. Zeichnen wir hier die Höhe ein. Jetzt der rechte Winkel. Und nennen wir das Stück heute mal H. Wir müssen es ja nicht Y nennen. So. Jetzt wissen wir bereits von letztem Mal, dass dieses Stück H ist gleich Sinus Alpha. So, ich kann es auch noch mal kurz erklären. Also Sinus Alpha ist definiert als Gegenkathete durch Hypotenuse und die Hypotenuse ist 1, also Sinus Alpha ist H durch 1, also ist H gleich Sinus Alpha. So, was wir heute machen, letztes Mal haben wir dieses Stück hier verglichen mit dem Bogen und haben den Winkel immer kleiner werden lassen und dann haben wir gesehen, dass für kleine Winkel bei 1 Grad bzw. dann bei 0,1 Grad gibt es kaum noch einen Unterschied und Pi ist auf, ich glaube 6 Stellen genau war es dann schon angenähert oder 5, ich weiß nicht mehr genau. Ja, heute betrachten wir nicht dieses Stück, sondern wir nehmen den ganzen Flächeninhalt und zwar den Flächeninhalt von diesem Dreieck hier. So, ich zeichne das vielleicht nochmal in Rot, damit wir das besser sehen können. Das ist genau dieses Dreieck, das wir benutzen. Davon haben wir 1, 2, wenn wir hier nochmal die 45 Grad einzeichnen, 2, 4, 5, 6, 7 und 8. Dann bezeichnen wir die einfach mal hier A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 und A8. So, wir sehen, dass der Flächeninhalt des Kreises im Prinzip ziemlich gut schon angenähert ist durch diesen 45 Grad Winkel, wenn wir hier diese ganzen Dreiecke berechnen. Da fehlt immer nur so ein kleines Stück. Jetzt wissen wir natürlich, das habe ich letztes Mal schon gesagt, aber das schreiben wir noch mal kurz auf. Wir wissen, dass der Flächeninhalt eines Kreises ist gegeben, a ist r² mal Pi. So, hier in unserem Fall ist r gleich 1, also fällt das r² weg, dann ist das a gleich Pi. Also können wir Pi approximieren. Pi ist ungefähr a. Also Pi ist genau a, wenn wir halt unseren Kreis nehmen, aber wenn wir halt hier unsere einzelnen Stücke nehmen, die hier in Sektoren aufgeteilt sind, dann ist Pi ungefähr a. Ja, ich würde sagen, wir machen uns gleich eine Tabelle. Und vielleicht berechnen wir erstmal ein a, also a1. Oder sagen wir ai, weil wir werden später nicht nur 8 Stück haben, sondern wir werden halt später mehrere Sektoren haben. Und zwar ist der Flächeninhalt gegeben, sagen wir ai, ist gegeben mal 1/2 Grundseite, 1/2 mal Grundseite ist 1 mal Höhe. Und damit ist es gegeben durch 1/2 mal
Und die Anzahl der Sektoren ist gegeben durch den Winkel Alpha. Anzahl Sektoren nennen wir diese wieder n. n ist 360 Grad durch Alpha. In diesem Fall ist Alpha 45 Grad, das heißt, wir haben 8 Sektoren. 360 durch 90 wäre 4, aber es sind 90 halbe, also 8. Okay, im Prinzip brauchen wir nur diese beiden Formen hier, das und das hier, und das multiplizieren wir dann miteinander und dann haben wir den Flächeninhalt von allen AI. Okay, machen wir uns eine kleine Tabelle, nehmen wir den Winkel Alpha wieder. Alpha, nehmen wir die Anzahl der nehmen wir den Sinus Alpha. Sinus Alpha. Nehmen wir n. Schreiben wir nochmal dazu, was es ist. 360 Grad durch Alpha. Und nehmen wir die Approximation. Nehmen wir a. Ist gleich AI mal n. Also a insgesamt ist dann 1,5 mal Sinus Alpha mal n. Schreiben wir das n da oben hin. Ist das ein n? Ja. Perfekt. Nee, das ist kein n. Das ist ein russisches i. Okay. Machen wir ein n draus. Ja. N, okay, alles klar. Also, der Flächeninhalt, den wir berechnen können, ist gegeben durch n halbe mal Sinus Alpha. Und irgendwie kommt mir die Formel bekannt vor. Euch auch? Ist die gleiche Formel tatsächlich, die wir im vorherigen Video hatten. Sehr interessant. Okay, fangen wir, wenn wir hier schon den 45 Grad Winkel eingezeichnet haben, fangen wir doch gleich mit 45 Grad an. Alpha 45 Grad. Der Sinus von 45 Grad ist Wurzel 2 halbe. Wurzel 2 halbe. Wurzel 2 ist 1,4142. Das halbiert ist ungefähr 0,7071, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, sowas wie Wurzel 2 und Wurzel 2 halbe hat man normalerweise grob im Kopf. N, habe ich bereits gesagt, ist 8, weil 360 Grad durch 45 Grad, ja, das ist 8. Das multipliziert mit dem gibt, sagen wir schreiben es hier kurz auf, was es gibt. Also n ist 8 durch 2 mal Wurzel 2 halbe. Das gibt 4, kürzt sich, dann kommt raus 2 Wurzel 2. Also ist das 2 mal 1,41, ja, 142, ja. 2 mal 1,4142, also ist das 2,8284. Ja, ich glaube, das dürfte stimmen. Eventuell ist die letzte Stelle, je nachdem, ob da hinten dran ein 5 oder ein 6er ist, wäre dann hier eine 5, aber ja, ist egal, ist nicht so wichtig. Okay, dann hätten wir das schon mal für 45 Grad. Das ist, naja, wir sind noch weit entfernt von Pi, ne? Holen wir wieder den 30 Grad Winkel her. So, Sinus von 30 Grad ist 0,5, das wissen wir. 1,5. Bei 30 Grad ist n 360 durch 30, was war das nochmal? Das war 10, 12, ne? Ja. 12. Das kennen wir. Ne, das kennen wir nicht. Doch, ja. Wir haben hier, schreiben wir es
mal diese 0,5. Das ist der Sinus ist die 0,5, n durch 2 mal 0,5, das ist dann genau 3. Das hatten wir ja schon. Okay, gehen wir direkt auf 1 Grad runter, weil das macht nicht so viel Spaß, in den Taschenrechner reinzutippen. Wie gesagt, ich werde noch am Computer diese anderen Werte reinstellen. So, 1 Grad, Sinus von 1 Grad, 0, was war das, 0,0174 irgendwas, aber ich habe es nicht so im Kopf, was das ist. Sinus 1 Grad ist 0,01745241. Machen wir noch die 4. Okay, Anzahl Sektoren ist jetzt einfach. 360 durch 1 ist 360. Und falls ihr es noch nicht gemerkt habt, diesmal benutzen wir alle Sektoren, nicht nur die Hälfte, weil wir beim Flächeninhalt sind, nicht mehr beim Bogen. Ne? Nur, dass es erwähnt ist. A ist wieder n halbe, also 360 durch 2 ist 180, mal diese Zahl, okay, das gibt man hier nicht einmal, Sinus Alpha schreiben wir hier, und dann ist das hier mal 180, 1, was haben wir falsch gemacht? Irgendwas haben wir falsch gemacht. N halbe. Okay. Ach, ich habe hier mal 108. Okay, Taschenrechner Fehler eingetippt. Muss man löschen. Machen wir nochmal. Sinus 1 mal 180. So, okay, jetzt haben wir es 3,1. Professionell hier gewischt. So ist 3,14, 1,4, 3,3 und so weiter. Und wir sehen schon wieder auf 4 Stellen genau. Und ja, machen wir noch den Winkel 0,1 Grad. Das, was hier ein bisschen was gemacht haben an der Tafel. 0,1 Grad. Sinus von 0,1 ist 0,01745,328. Anzahl Sektoren ist 3600. Das ist einfach, weil wir hier einfach nur durch 10 teilen, also müssen wir da 10, bekommen wir, wenn wir den Winkel durch 10 teilen, dann bekommen wir 10 mal so viele Sektoren. Dann haben wir hier 1800, das schreiben wir jetzt nicht, 1800, weil 3600 durch 2, also Sinus von dem, also das Ganze mal 1800, so habe ich 1800, ja. So, dann ist hier 3,1415, 9, die nächste Stelle ist 1. Also sind wir auf einer Genauigkeit, bei einer Genauigkeit von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stellen. Ja, okay, das war die Herleitung oder halt eben die Approximation von Pi. Gibt es irgendwelche Kritik, die man hier anwenden kann? Grundsätzlich, wie ich das approximiert habe. Grundsätzlich kann man sagen, ja, irgendwo gibt es Kritik, weil im Winkel, der eigentlich nicht im Gradmaß, sondern im Bogenmaß angegeben wird, steckt schon irgendwo Pi mit drin und wir leiten her oder wir approximieren Pi und in der Kette ist eigentlich Pi schon drin und im Sinus vom Bogenmaßwinkel ist auch irgendwo Pi schon drin. Könnte man kritisieren, da kann man aber gegen argumentieren, okay, wir benutzen hier weder einen Sinus noch sonst irgendwas, wir machen den Kreis riesengroß, gehen wir auf 10 Meter und messen diese Strecke und diese Strecke.
und der Rest funktioniert genauso. Dann haben wir einfach die Strecken gemessen. Also das ist nur elegant, das so herzuleiten mit dem Sinus und mit dem Winkel. Wir brauchen, also den Winkel müssen wir dann sowieso einstellen, aber wir können das alles messen und dann sind wir auf der sicheren Seite. Okay, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.